6, 5, 4. Oh, wie praktisch, dass ich genau jetzt nicht speichere. Ja, wie... Was? Hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Lass mich durch. Ha, sag ich doch. Ne? Da hat er uns gesehen. Hier kann man übrigens auch manchmal antreffen in der Ebene. Der so ein bisschen gegen die Monster kämpft. Was uns leider wenig bringt. Manchmal heilt er halt noch. Genauso wie die Wache in Ravanastre. Nee, nicht in vor Ravanastre. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Also der Typ ist also der Kriegsmeister und hat die gerade dazu überredet, dass sie mich durchlassen. Das ist sehr nett von ihm. Der wird auch später noch öfters unsere Dienste in Anspruch nehmen. Und so wird sich eine tiefe und enge Freundschaft zwischen uns aufbauen. Ich finde die Garif cool irgendwie. Weiß nicht. Also die tragen alle Masken. Ich würde gerne wissen, wie die ohne Maske aussehen. Scheint ja doch einen etwas weiter vorzuschieben zu haben. Also scheint also schon jemand vor uns hier gewesen zu sein. Sehr verdächtig. Dies ist ein Ort, den ich auch in Zukunft immer mal wieder aufsuchen werde. Das Tolle ist, wenn man mal mit ihnen redet. An einigen kann man ein paar lustige Infos, interessante Infos erhalten. Zum Beispiel der Typ, der am Eingang, also wenn man die Brücke gegangen ist, gleich links davon steht. Der verrät einem den Aufenthaltsort von der Espa Atramelich. Tada! Und ein anderer, den ich auch gleich ansprechen werde, ja, der wird später auch noch irgendwas sehr Interessantes sagen und der wird auch noch wichtig sein. Zwar nicht in der Story, aber was eine ganz bestimmte Nebenaufgabe und mein sowieso gesetztes Ziel, eines meiner gesetzten Ziele betrifft. Dafür ist es wirklich sehr wichtig. So, merkt euch das. Merkt euch das. Ganz genau. So. Ja, also, ich weiß nicht, warum man ihm das nicht einfach hätte selber geben können. Er steht eigentlich auch nur die ganze Zeit da so dumm rum. So, aber der hier, der Elementkrieger Yugi, das ist halt eben jener Garif, der so wichtig ist. Weil der hat es nämlich in sich, weil der weiß einige Dinge und er kann einiges für mich tun. Es ist zwar nur eine einzige klitzekleine Sache, aber sie wird mir viel bringen und mir sehr nützlich sein. Das werdet ihr später noch sehen. Sehr viel später kann ich euch sagen. Dieser. Das heißt ja nicht das Walkthrough, sondern der Walkthrough wird nämlich noch sehr, sehr lang werden. Das kann ich euch versprechen. Ich meine, das ist ja im Moment jetzt schon, warte mal, lass mich überlegen. Das müsste jetzt der 84. Part sein, wenn ich mich nicht irre. Das ist schon ganz schön hart. So, lasst mich durch, denn ich will wissen, wie ich den Morgenschwitter einsetzen kann. Als Waffe natürlich. Was denn auch sonst?
beziehungsweise Aschwerde. Die ist auch irgendwie so ein bisschen so, wie nennt man das, so, ne, machthungrig, machtgierig. Die denkt auch nicht zweimal darüber nach, über das, was sie tut, habe ich das Gefühl. Jedenfalls nicht im Moment. Naja. So, mal sehen, ob die uns auch noch durchlassen. Mann, oh Mann, das sind echt viele Sachen hier. Ja, lasst mich durch, ey. Mann, ey. Zeit. So, jetzt kommt eine etwas längere Zwischensequenz und ich werde mal nicht meine... Doch. Ich werde mal meine Klappe halten. Tada, da ist er da. Aber wenn jetzt ein schwarzer Bildschirm kommt, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. This nethicite. You have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus I've come. You do not know the workings of the stone. Then we are no different. What? In ages past, the gods made a gift of nethicite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones. They chose instead to give them to a Yum king. Called the Dynast King, he used the nethicite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwall flow through your veins, you cannot wield nethicite. Cannot wield it. So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it shame me so to admit, here before me stands a descendant of the Dynast King himself, and I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the nethicite, you would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost, and with it, the stone's power. It will be your posterity who wield the stone in ages yet to come. This stone is devoid of power, empty, yet full of thirst. A terrible longing to drink the world dry. The power of men and of magic, of good and of evil. It is often those who desire nethicite whom the nethicite itself desires. Larsa? Quizfrage bitte in den Comments beantworten. Welche Hintergrundmusik war das gerade eben? To Baromi says. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia. And Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash, let us go to Ber Omasace. With the blessing of His Grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown and declare the restoration of the Kingdom of Dalmasca. As Queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if nethicite were used on Rabanasta? You know my brother would do this.
Forgive me. I presumed overmuch. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me,